1,72 Kilogramm auf den Quadratmeter. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. 3,4 Kilo auf unserem Tisch. Das ist meiner Meinung nach rekordverdächtig. 32% Ertragssteigerung bei gleichem Stromeinsatz. Ein mega Ergebnis. Hallo und herzlich willkommen bei Sunlight. Heute sind wir zu dritt. Martin und ich haben Achim heute auch mitgebracht und er wird euch einen wirklichen Deep Dive in unseren Under Canopy Versuch geben. Seid gespannt, es wird sehr detailliert. Achim packt alle harten Fakten und Zahlen aus, darum auch die Kapitel unten. Wen nur die Ergebnisse interessieren, skippt doch gleich darüber. Viel Spaß. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Martin, warum haben wir Under Canopy getestet? Warum haben wir ein Labor dafür hergenommen, um diesen Test durchzuführen? Generell ist es so, dass wir einen Trend aus Amerika merken. Wir sind im amerikanischen Markt tätig. Da wird sehr, sehr viel nach Under Canopy Lighting gefragt aktuell. Und darum wollten wir uns einmal dem Thema annehmen. Das bedeutet, wir haben recherchiert, was es für Studien gibt. Die Studienlage ist da, ich sage mal, recht beschränkt. Und zeitgleich haben wir im Prinzip ja die Sticks entwickelt. Und wie bei uns üblich wollen wir am Kunden den Mehrwert des Produktes sozusagen im Proof of Concept beweisen. Und das war eigentlich die Motivation für diesen Versuch. Perfekt. Zum Versuchsaufbau, kannst du uns da nochmal abholen? Ich meine, wir haben es schon in den vorherigen Videos kurz erwähnt, aber dass einfach alle auf dem aktuellen Stand sind. Wie haben wir das Ganze geplant? Generell haben wir ja unsere 12 Tische im Labor. Separate Lichtbuchten sozusagen, die alle dasselbe Klima haben, wo sich nur die Belichtungsintensitäten und die Belichtungsrichtung in dem Fall verändert hat. Für uns war es ganz, ganz wichtig zu sagen, wir adden nicht einfach nur eine Leuchte dazu und freuen uns, denn dass mehr Ertrag da ist, sondern das Ziel des Versuches war es wirklich herauszufinden, ob durch die Veränderung der Lichtverteilung sozusagen die Strahlungsnutzungseffizienz optimiert werden kann, dass ich eigentlich mit gleich viel Leistung nur anders verteilt zum besseren oder zum selben Ergebnis komme. Also das war ganz klar die Fragestellung. Okay. Das bedeutet, wir hatten Tische mit Top-Light und Under Canopy Light in unterschiedlichen Verhältnissen und zu unterschiedlichen Einschaltzeitpunkten. Wir hatten Gruppen, wo wir das in der vegetativen Phase des Under Canopy Light schon dazugegeben haben. Wir hatten Gruppen, wo wir das in der generativen Phase erst dazugegeben haben. Und wir hatten unsere Referenzgruppen, wo einfach das klassische Top Light mit 900 Mikromol und gut 1200 Mikromol gelaufen ist, dass wir eine Vergleichsgruppe haben. Und dann waren noch 2 Tische übrig. Wir nennen sie mal Spieltische, wo wir wirklich das gemacht haben, ich sage, was der Standard-User, der schon ein bestehendes Setup hat, gemacht haben. Das heißt, wir haben einfach zusätzlich Under Canopy Light dazugegeben und uns angeschaut, was da rauskommt. Wichtig nur fürs Verständnis, das heißt, wenn wir Under Canopy dazugegeben haben, haben wir oben die Lichtmenge reduziert. Also in Summe hatten wir bei 10 Tischen oder bei 8 Tischen eigentlich dieselben Lichtmengen, nur anders verteilt. Das ist einfach wichtig. PPF-Wert. Genau, derselbe PPF-Wert. Wir können da nicht klar von PPFD-Werten reden. Das ist ein bisschen schwierig darzustellen, weil während wir im Top-Light mit PPFD-Werten arbeiten können, ist das im Under Canopy recht schwierig. Darum PPF-Angaben. Okay. Ich glaube, Achim, da kannst du uns auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, warum diese Verhältnisse, warum auch unterschiedliche Einschaltzeitpunkte, wie seid ihr darauf gekommen bzw. dafür entschieden? Naja, also die Verhältnisse 15% ist, würde ich sagen, eine gängige Intensität von unten, gemessen am Toplight, die man auch häufig in der Literatur sieht. Zwischen 10 und 15% ist da nichts Ungewöhnliches. Wir haben uns dann noch dafür entschieden, das Ganze zu verdoppeln, um dann eben auch zu schauen, was oder wie reagiert die Pflanze dann auch darauf, wenn man mehr Licht von unten gibt und dementsprechend auch mehr Licht von oben wegnimmt. Und was da dahinter steckt, ist einfach,
dass die Blätter im unteren Bereich in der Regel parasitär sind, also für den photosynthetischen Organismus, sage ich jetzt mal. Deswegen schneidet man die in der Regel auch weg, weil die veratmen mehr, als dass die Photosynthese quasi bringt, da die in der Regel unterhalb des Lichtkompensationspunkts sind. Also die Lichtintensität, die da normalerweise ankommt, ist unterhalb des Lichtkompensationspunkts. Und das heißt, wir haben einen Kohlenstoffverlust am Ende. Also es wird mehr CO2 abgegeben durch die Atmung als aufgenommen durch die Photosynthese. Und das ist negativ für die Energiebilanz. Also das ist quasi ineffizient. Genau. Und was wir da jetzt damit versucht haben, ist quasi die unteren Blätter produktiv zu machen, also nicht mehr parasitär zu halten und dann dementsprechend eine größere photosynthetisch aktive Blattfläche zu haben. Weil in der Regel ist es ja so, dass wenn man unten die Blätter abmacht, mit Lollipopping heißt es ja in der Praxis dann nehme ich den Verlust der unteren Blätter weg, aber ich habe eben blattflächentechnisch nur die oberen Layer. Aber wenn ich jetzt schaffe, die unteren Blätter produktiv zu machen, dann habe ich eine größere photosynthetisch aktive Blattfläche und das sollte dann zu einer gesteigerten Strahlungsnutzungseffizienz führen. Okay, im letzten Video hast du das, glaube ich, Schattenblätter genannt. Ist das dann sowas, dass man quasi aus Schattenblättern einfach auch aktive Blätter macht mit dem? Genau, also da gibt es noch einen kleinen Unterschied. Schattenblätter an sich haben einfach generell die Eigenschaft, dass sie eine geringere maximale Photosynthesekapazität haben, eine geringere Quantennutzungsausbeute. Das ist der lineare Teil von der Light Response Curve. Und der Plan war eben einerseits die Blätter produktiv zu halten und andererseits auch eine gesteigerte Blattdicke im unteren Bereich zu haben und dann eben mehr oder weniger Sonnenblätter draus zu machen, die auch eine höhere photosynthetische Kapazität quasi haben. Gut, du hast gerade den Lichtkompensationspunkt genannt. Was ist das? Wie können wir uns das vorstellen? Ist das einfach ein Wert, wo dann ab, ich sage jetzt unter 200 ppfd nichts mehr funktioniert oder was ist das? Genau, unter dem Wert, also unter dem Lichtintensitätswert, beginnt die Pflanze quasi zu atmen. Da beginnt die Dunkelrespiration, also die Dunkelatmung. Und das heißt, während des Prozesses der Atmung, da stößt das Blatt ja CO2 aus und nimmt Sauerstoff auf. Und das ist genau das, was da passiert. Und je nachdem, in Abhängigkeit von der Genetik, kann der Lichtkompensation, ich habe schon viel gemessen tatsächlich auch, also man kann diese Light Response Curves auf Einzelblattebene auch messen. Und in Abhängigkeit von der Genetik kann der zwischen 70 und 120 Mikromol tatsächlich liegen pro Quadratmeter und Sekunde. Also das heißt, ab so einem Wert beginnt die Photosynthese erst positiv zu werden und einen Nutzen für die Pflanze zu bringen. Also im Umkehrschluss für jemand, der kein Under Canopy hat, aber beispielsweise das Licht messen kann mit einem PPFT-Meter oder dem Handy, der könnte sagen, das ist so mein Punkt, ab dem es Sinn macht, zu defolieren. Genau, also wenn man kein Under Canopy nutzt, sollte man diese Blätter auf jeden Fall abschneiden, was auch gängige Praxis ist beim Lollipopping, weil das dann eben tatsächlich dazu führt, dass es Ertragsminderungen geben kann, weil ich eben Blätter habe, die Energie brauchen, anstatt welche zu bringen für die Pflanze. Und deswegen hole ich da dann nicht das Maximum raus. Okay. Und der Punkt, Achim, das könnte man so sagen, ganz grob 170 bis 200 Mikromol? Na, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ich würde so sagen zwischen 80 und 120 Mikromol. Aber ich habe tatsächlich auch spaßeshalber in den Kontrollgruppen ein bisschen gemessen in den unteren Bereichen. Ja. Und da lagen wir wirklich zwischen 40 bis 80 Mikromol im mittleren Bereich und unten lag man zwischen 20 und 30 Mikromol, also gar nichts. Diese Blätter sind alle parasitär, wie ich vorhin schon gesagt habe, und kosten die Pflanze was und bringen tun sie eben nichts. Okay, du hast aber den Versuch zuliebe quasi da gar nicht gelollipoppt, also sowohl nicht bei Under Canopy Treatment als auch nicht bei Top Light. Doch, es gab ein Lollipopping, das war schon allein von der Abstrahlcharakteristik unserer Sticks nötig. Und die sollte einen Abstand zum Blätterdach von unten jetzt gesehen so von 20 Zentimetern haben. Und da wir
in der Regel bei der Genetik, die wir verwendet haben, bei der Seriotica von der Pflanzenhöhe von circa einem Meter ausgehen, haben wir da 20 cm abgeschnitten. Aber wir haben es eben nicht pauschal gemacht, weil wir nicht sicher sein können, sondern haben uns dann an die 1/5-Regel gehalten, quasi in Abhängigkeit von der Pflanzenhöhe haben wir 1/5 von unten weggenommen. Das heißt, wenn ich eine 1,20 Meter Pflanze habe, waren es eben nicht 20 cm, sondern ein bisschen mehr als 20 cm. Aber das war eher der Hygieneschnitt und im Bestand hast du keine größeren Sonnensegel entfernt, oder? Aber da komme ich vielleicht im Ausblick auch nochmal dazu. Das könnte relevant werden für die Zukunft, um das Ganze weiterzuentwickeln. Wenn ich da noch hinzufügen darf, eben das ist wichtig, auch wenn ich an der Canopy nutze, diesen Hygieneschnitt zu machen, einfach, dass ich es schaffe, das Licht sauber zu verteilen. Wir haben zwar eine sehr breite Abstrahlcharakteristik bei der Flex, aber das große Thema ist, wenn da einfach ein Blatt direkt auf der Leuchte liegt, das kann nie im Leben das ganze Licht absorbieren und schattet man aber 10 andere Blätter ab. Darum mal als Grundregel, ca. 20 cm über dem Licht sollte leer geräumt werden. Okay. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach nochmal in den Versuchsaufbau. Achim, vielleicht kannst du einfach nochmal wiederholen, was haben wir gemacht, welche Sorte, was für Töpfe, Dünger, Erde, einfach alle wichtigen Informationen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also wir waren mit Serious Seeds unterwegs, mit der Seriotica von Serious Seeds. Der Versuch hat aus Samen stattgefunden, also wir haben wie immer eigentlich standardmäßig bei uns mit Samen gearbeitet. Das Topfvolumen lag bei 11 Litern, die Pflanzdichte bei 6 Pflanzen pro Quadratmeter. Wir hatten also 12 Pflanzen pro Tisch und als Dünger oder für die Nährstoffversorgung haben wir eben die Hydroponic Research Dünger, den VBX und den Shine verwendet. Und als Medium haben wir Canaterra Professional Plus genutzt. Okay, also klassisch. Klassisch. Wie immer. Genau. Gut, vielleicht nochmal, oder welche Evos haben wir verwendet, welche Sticks? Also Evo-technisch waren wir standardmäßig unterwegs. Wir haben pro Tisch 4 oder 5? 4. Sorry. 4 520er Evos und auch 4 Sticks 100 haben wir pro Tisch verwendet und die Anordnung oder die Orientierung der Sticks-Leuchten waren entlang der Reihen quasi. Also wir haben also die lange Seite vom Tisch haben wir pro Reihe oder zwischen die Reihen jeweils 2 Leuchten gestellt auf unser Under Canopy Stand fest montiert. Ja, warum so nicht quasi da? Weil wir auf der kurzen Seite hätten wir nur 3 Reihen gehabt, das heißt, wir hätten nur 3 Sticksleuchten quasi unterbringen können und das hätte uns dann nicht die gewünschten ppf-Werte, die wir für unseren Versuchsaufbau benötigt haben, geliefert. Okay. Also maximal jetzt. Wir haben da nämlich teilweise in Abhängigkeit vom Treatment schon gut was von unten geben wollen. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal detaillierter in den Aufbau rein. Ich habe schon ein bisschen was erwähnt, aber vielleicht kannst du uns da noch ein paar mehr Informationen geben. Also ich würde den Aufbau, und das kommt dann später bei den Ergebnissen auch nochmal, ich habe das ein bisschen versucht in Blöcke aufzuteilen. Martin hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben einmal die Lichtmenge gleichgelassen und die Lichtverteilung geändert und das bei unterschiedlichen Ausgangs-ppf-Werten in der generativen Phase. Das wäre quasi ein Block, also Änderung der Lichtverteilung bei mittlerem ppf-Wert pro Tisch und bei hohem ppf-Wert pro Tisch. Und danach würde ich das Ganze nochmal machen also den Aufbau jetzt für die Steigerung der Lichtmenge durch Under Canopy Light. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen getrennt voneinander halten, das lässt es dann auch einfacher greifen für den Zuhörer. Okay. Und der mittlere ppf-Wert bei der Änderung der Lichtverteilung, der liegt bei 2635 Mikromol pro Sekunde. Also da fehlt quasi die Fläche, weil wir eben diese ganzen Prozentwerte über den ppf-Wert ausrechnen mussten, weil ppfD-Werte von unten zu messen ist sehr schwierig. Ja. Der hohe ppf-Wert pro Tisch in der generativen Phase lag bei 3385,5 Mikromol pro Sekunde. Und um das Ganze jetzt ein bisschen besser greifbar zu machen, also Woche für Woche im Zyklus, habe ich die Under Canopy-Werte jetzt aber theoretisch mal ausgerechnet
Wir haben sie nicht gemessen tatsächlich, aber theoretisch, wenn wir jetzt eine ebene Fläche gehabt hätten, müssten solche Werte quasi rausgekommen sein. Einfach fürs Verständnis, damit es ein bisschen besser rauskommt. Okay. Also jetzt mal die zwei ja, wie soll ich sagen, Gruppen verglichen bei Änderung der Lichtverteilung. In der Vegi-Phase gab es eigentlich keinerlei Unterschiede zwischen hohen und mittlerem ppf-Wert, weil die Vegi-Phase fahren wir prinzipiell gleich. Also diese Angaben beziehen sich auf die generative Phase mit hohem und mittlerem ppf-Wert. Und dann sind wir eben in der ersten Woche, in der ersten Vegi-Woche mit 330 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde unterwegs gewesen. Okay. In der zweiten Woche haben wir uns dann langsam gesteigert auf 450 Mikromol pro Quadratmeter Sekunde auf allen Tischen. Und dann in der dritten Vegi-Woche, da kommt jetzt quasi der erste Break, weil da ging es nur bis Vegi-Tag 18, wo wir alles gleich gehalten haben mit 520 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde. Und ab Tag 19 sind dann die frühen Treatments dazugekommen. Also beim mittleren ppf-Wert pro Tisch lag dann das Toplight nur noch bei 442 Mikromol pro Quadratmeter Sekunde. Und von unten haben wir dann 78 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde dazugegeben. Das entspricht dann also 85% Toplight und 15% Under Canopy Light. Und beim Tisch mit 70-30, also 70 von oben und 30 von unten, lagen wir in der mittleren ppf-Gruppe dann oben bei 364 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde und Under Canopy Light bei 156 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde. Und das Gleiche, am gleichen Zeitpunkt, haben wir dann eben auch noch für die Gruppe mit dem hohen ppf-Wert das Gleiche gemacht, nur dass es eben noch keine Unterschiede zwischen den ppf-Werten gab in der vegetativen Phase. Dementsprechend lagen die Werte für 85-15 und 70-30 Early auf gleichem Niveau. Diese Unterschiede kamen dann quasi erst in der generativen Phase zustande. Wen es interessiert, wir haben über die Vegetationsphase bzw. auch, wie sich das Early Treatment auf die Pflanzen ausgewirkt hat, bereits im vorherigen Video angesprochen. Also gern mal da reinschauen, weil da hast du auch schon spannende Sachen beobachtet, oder? Genau. Gut. Dann geht es weiter. Also wir hatten insgesamt 3 Wochen Vegi. Wie jetzt gerade schon erwähnt, sind die ersten Änderungen bei den Early Treatments eben so Mitte 3. Vegi-Woche passiert. Und dann nach der 3. Vegi-Woche haben wir umgestiegen auf die generative Phase. Und da steigern wir uns bei den Kontrolltischen dann auf 903 bei mittlerem ppf-Wert pro Tisch, 903 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde, und auf 1160, also 1160 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde bei der Gruppe mit den hohen ppf-Werten. Und wenn ich das Ganze jetzt auf unsere Early Treatments mit 85-15 und 70-30 ummünze, dann haben wir bei 85-15 in der mittleren ppf-Gruppe eben ein Toplight nur noch von 768 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde, während wir von unten 135 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde geben, und im 70-30 Treatment Early in derselben Gruppe haben wir dann eben oben 632 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde und unten 271 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde. Und das Gleiche lässt sich jetzt eben nochmal übertragen auf die Tischgruppe mit den hohen ppf-Werten pro Tisch, wo wir dann oben anstatt 1160 Mikromol bei 85-15 nur noch 986 Mikromol haben und von unten 174 geben. Und bei 70-30 haben wir oben 812 Mikromol und geben von unten 348 dazu. Okay, ihr seid dann also auch mit dem Switch quasi auf die 100% hoch und nicht irgendwie langsam hochgeht. Nee. Alles klar. Aber das entspricht auch dem Standardverfahren hier bei Sunlight. Ja. Also es gab da ja auch Tests dazu und
daraus resultierte eben, dass es Sinn macht, direkt von Anfang an komplett hochzudrehen. Ja, perfekt. Und in der Blütewoche 2, also generative Phase Woche 2, hat sich erstmal nichts verändert, also die Early Treatments blieben gleich und die Late Treatments waren unverändert, also gleich wie die Kontrollgruppen, was das Top-Light quasi angeht. Also 903 Mikromol von oben bei mittlerer PPF-Gruppe und 1160 Mikromol von oben bei hoher PPF-Gruppe. Die nächsten Änderungen haben dann quasi, also diese Werte, die ich gerade gesagt habe, die sind bis Blütewoche 2, Blütetag 12 wurden die so gehalten und ab Blütetag 3 wurden dann quasi die Late Treatments zugeschalten. Also da wurde dann aber das Gleiche gemacht in der generativen Phase wie das, was ich eben schon für die Early Treatments erläutert habe. Also die Lichtwerte bzw. die Lichtintensitätswerte sind die gleichen. Also Nur oben weg. Genau, aber die Werte, die werde ich jetzt nicht nochmal sagen, ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber die sind dieselben quasi wie das, was wir direkt zu Beginn der generativen Phase bei den Early Treatments gemacht haben. Wie hast du jetzt aber festgemacht, an welchem Tag schaltest du das ein? Also oft sagt man ja, man soll das nach dem Stretch machen, aber in unserem Fall, da ich eben diesmal so ein bisschen semi-Crop-Steering-mäßig unterwegs war, ich bin ziemlich trocken gefahren am Anfang, hatten wir eben schon, am Anfang der generativen Phase, hatten wir eben schon an Tag 12 die ersten richtigen Blüten, also nicht nur die weißen Pistillen, die sich da so ein bisschen zeigen, sondern wirklich richtige sichtbare Blüten, die auch als solche zu identifizieren sind. Und daran haben wir quasi festgemacht, wann wir die Late Treatments einstellen. Und der Stretch ging dann aber noch bis zu ca. 21, 22, also Tag 21, 22 der Blüte. Okay. Und was ich da auch noch dazu sagen muss, an dem Tag, also an Blütetag 13, hat dann auch eben das Lollipopping stattgefunden. Und zwar für alle Varianten, also auch für die Early Treatments. Okay. Die Early Treatments haben wir nicht früher oder später gelollipoppt, wir haben das auch am selben Tag gemacht und haben uns da am selben Kriterium orientiert. Eben, dass echte Blüten da sind. Ja, okay. Genau. Und dann gab es eben noch, wie Martin vorhin schon gesagt hat, die Gruppe, dass wir nicht die Lichtverteilung geändert haben, sondern wir haben die Lichtmenge mit Under Canopy Light quasi gesteigert. Und da wir leider nur noch 2 Tische übrig hatten, gibt es da dann eben nur die Treatments Early und Late mit 30% Zugabe. Die 15 mussten wir da leider weglassen. Ja. Also das ist ein bisschen unbalanciertes Dataset, sage ich jetzt mal, aber das lässt sich regeln über Statistik. Okay. Genau, und da war es eben so, also die vegetative Phase lief da genau gleich. Wir haben mit 330 Mikromol angefangen in der ersten Vegi-Woche, dann geht es weiter mit 450 Mikromol in der zweiten Vegi-Woche. In der dritten Vegi-Woche bis Vegitag 18 haben alle dieser Tische auch die 520 Mikromol von oben nur bekommen und jeweils bisher immer ohne Under Canopy Light. Und dann ab Vegitag 19, also zur Mitte Vegi-Woche 3, haben wir dann das Early Treatment zugeschalten und da war es dann eben so, da wir eben bei 520 Mikromol da waren, haben wir in der Early-Variante 156 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde von unten dazugegeben. Also 30% dieser 520 Mikromol. Da haben wir da schon quasi damit gestartet. Und das Late Treatment blieb wieder unverändert. Das hat dann quasi weiter seine 520 Mikromol bekommen. Und dann nach 3 Wochen, also nach 21 Tagen, sind wir in die generative Phase wieder übergegangen. Und da war es so, dass wir eben bei der Kontrolle und bei 100 plus 30 Late, die haben dann weiterhin die 903 Mikromol bekommen. Also wir sind in dieser Gruppe mit 900, also mit der mittleren Lichtintensität gefahren,
weil sonst wäre es problematisch gewesen, diese 30% dazuzugeben. Das hätte man mit 4 Leuchten quasi nicht geschafft. Also wenn ich jetzt von 1160 ausgegangen wäre, plus 30, das hätte man mit 4 Leuchten nicht hinbekommen. Deswegen habe ich das mit der mittleren Intensität, was ja eigentlich auch die Empfehlung, glaube ich, in unserer Clubzelle ist, soweit ich weiß, diese 900 Mikromol. Und haben da dann eben in der generativen Phase Woche 1 im Early Treatment die 30% von unten dazugegeben, was dann 271 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde entspricht. Also in Summe lagen wir circa auf demselben Niveau wie die Kontrollgruppe im High-PPF-Bereich, wo wir die Lichtverteilung geändert haben. Da lagen wir ja bei 1160 und so sind wir jetzt minimal drüber mit diesem plus 3. Deswegen habe ich das später auch als Kontrolle 2 eingeführt, weil es ja interessant zu wissen ist, was habe ich für Ertragssteigerung, wenn ich mein Top-Light von 900 auf 1160 erhöhe im Vergleich, wenn ich diese Lichtmenge von unten dazugebe. Deswegen ist das quasi meine zweite Kontrolle, einfach nur, um es auch ein bisschen gegenchecken zu können. Weil es wäre ja interessant zu sehen, oder es wäre ja eigentlich blöd, wenn ich 30% von unten dazugebe, aber nur 10% Ertragssteigerung habe. Dann werde ich ja ineffizienter letztendlich. Das will man ja vermeiden. Und die Erwartung war auf jeden Fall, dass 30% mehr Top-Light nicht zu 30% mehr Ertrag führt, zumindest nicht bei den Ausgangsintensitäten. Wenn ich jetzt von 400 auf 700 steigere, ja, meinetwegen, aber nicht von 900 auf 1200 Mikromol. Das sättigt sich dann auch irgendwann mal. Und das wollten wir uns da eben anschauen und den Vergleich auch drin haben. Okay. Genau, also generative Phase Woche 1 haben wir jetzt abgehakt. Woche 2 bis Blütetag 12 blieb wieder alles so, wie es war. Und ab Blütetag 13 haben wir dann eben auch die 30% von unten bei der späten Variante quasi dazugegeben, was dann auch wieder diesen 271 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde entspricht. Okay. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, einen groben Überblick oder einen detaillierten Überblick, besser gesagt, welcher Tisch was bekommen hat. Aber was waren jetzt die Ergebnisse? Ich glaube, das ist das, was uns alle interessiert, oder? Also ich würde das jetzt auch deswegen hatte ich das so in die Gruppen eingeteilt. Also ich werde jetzt erstmal mit den Ergebnissen anfangen, Änderung der Lichtverteilung und erstmal die Ergebnisse bei den mittleren PPF-Werten pro Tisch. Okay. Und da war es so, dass wir auf Einzelpflanzenebene Mittelwerte, also Blütenertragwerte bei 12%, ich habe das alles wieder auf 12% Restfeuchte umgerechnet, dass es auch vergleichbar ist, weil es kann ja sein bei Airdrying, bei Lufttrocknung kann es ja auch sein, dass der eine Batch an Blüten, was weiß ich, schon 10% auf 10% Restfeuchte runtergetrocknet ist, wenn das andere noch 11,5 hat. Deswegen nehmen wir immer Trockensubstanzproben, mit denen wir dann quasi alles auf dieselbe Restfeuchte umrechnen können, damit es auch wirklich vergleichbar ist. Und in dem Fall war es eben so, dass wir in der Kontrollgruppe, also bei 900 Mikromol pro Quadratmeter und Sekunde von oben, lagen wir bei 214,5 Gramm pro Pflanze, was einem Flächenertrag von 1287 Gramm entspricht. Und bei der besten Under-Canopy-Variante, also wo wir das Licht anders verteilt haben, kommen wir auf Einzelpflanzenerträge von 234 Gramm pro Pflanze, was einem Flächenertrag von 1405 Gramm pro Quadratmeter entspricht. Also schon eine deutliche Steigerung. Aber man muss auch sagen, wenn man dieses Vorgehen falsch timet, beispielsweise 70% von oben und 30% von unten, aber das Ganze erst spät dazu gibt, dann kann das für die Pflanze auch Stress bedeuten und dementsprechend zu Ertragsminderungen führen. Okay. Und da hatten wir, deswegen spreche ich das gerade an, dieses Treatment, da hatten wir dann eben Einzelpflanzenerträge von 184 Gramm nur noch pro Pflanze, was einem Flächenertrag von 1105 Gramm pro Quadratmeter entspricht. Das heißt, wir wären unterhalb der Kontrolle quasi gewesen. Okay, ja. Und dazwischen, das waren dann quasi so die Abstufungen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, bei mittlerem PPF-Wert sollte man früh, also wenn man nur die Lichtverteilung ändern möchte und nicht die Lichtmenge steigern möchte,
und über eine Änderung der Lichtverteilung zur Ertragssteigerung und Effizienzsteigerung kommen möchte, sollte man früh reingehen, aber nicht zu viel, also 30% wäre da schon zu viel, sondern die Aufteilung 85% von oben und 15% von unten und das Ganze früh, also Mitte, dritte Wegiwoche, wäre da zu empfehlen. Okay, cool. Du hast jetzt kurz vorher Stress erwähnt und dass darum wahrscheinlich die Pflanze weniger abgeworfen hat. Wir bekommen oft die Frage im Support oder auf Social Media, ob meine Pflanzen zwittern, wenn ich Under Canopy verwende. Kannst du da was dazu sagen? Ist dir da was aufgefallen oder was sagt die Theorie? Also zunächst mal möchte ich sagen, also ich habe bei uns keinerlei Zwitter gefunden und ich würde auch behaupten, dass Licht von unten nicht zu Zwittern führen kann, weil die Pflanze ändert ja dann auch ihren Blattwinkel, also das Blatt bleibt ja dann nicht so, sondern das neigt sich dann eher unten. Das heißt, das Licht berührt das Blatt dann von oben und von unten. Das macht die Pflanze automatisch einfach, um das Licht besser ausnutzen zu können. Die meisten Leute, die mit Under Canopy Light Zwitter bekommen, schätze ich jetzt mal, wäre meine Vermutung, die haben ein Problem mit ihrem Klima tatsächlich, weil die Leuchte produziert ja auch Wärme. Je nachdem, wo der Treiber ist der Treiber an der Leuchte dran oder wie im Fall der Sticks, kann der ausgelagert werden und quasi an der Seite irgendwie festgemacht werden vom Tisch. Der produziert nämlich dann noch mehr Wärme als die Leuchte selber. Und dieser Wärmestress, der kann dann eben zu Zwittern führen. Aber von dem Licht selber würde ich schon fast behaupten, dass das macht physiologisch nicht sehr viel Sinn, dass das zu Zwittern führen sollte. Und wenn ich aber meine Wärme da abführen kann, dann sollte ich auch kein Problem haben mit Zwittern und das können wir eben bei uns im Labor. Okay. 2 Punkte, wo ich noch reingrätschen möchte. Eben, du hast gesagt, der Treiber produziert mehr Wärme wie die Leuchte. Prinzipiell nicht, aber er produziert eine höhere Wärmedichte. Okay. Aber ich habe natürlich, wenn ich jetzt 4 Sticks habe mit 400 Watt Gesamt, dann habe ich jetzt einfach mal geraten 80 Watt Verlustleistung der Leuchten. Und beim Treiber sind es eigentlich von diesen 400 Watt 5%, sage ich, also fast nichts. Aber mit den Leuchten verteile ich meine Wärme über eine gewisse Länge. Okay. Und beim Treiber habe ich diese kleine Verlustleistung, aber wenn sie deutlich kleiner ist, natürlich punktuell drin im System. Oder? Und darum haben wir den Treiber im Prinzip extern ausgelagert, damit wir nicht mit dieser Wärme zusätzlich noch kämpfen müssen. Und zum anderen bringt es uns natürlich auch einen Vorteil, wenn nicht bei jeder Leuchte der Treiber diese zusätzliche Wärme noch punktuell in die Leuchte sozusagen einbringt oder punktuell ins Under Canopy einbringt. Und was ich noch fragen möchte, Achim, weil das ganz sicher eine Frage der Zuschauer ist, betreibt der Blattphotosynthese, wenn es nur von unten belichtet wird? Das ist ja das Ding, was ich gerade meinte. Also die Blattwinkel, die ändern sich ja quasi auch. Das Blatt wird erstens mal nicht nur von unten beleuchtet, weil sich meine Blätter so ein bisschen nach unten neigen und das quasi hier und da von dem Licht gestreift wird und dementsprechend auch Licht aufnehmen kann. Und je nachdem, was ich für ein Spektrum habe oder für eine Wellenlänge habe, also grünes Licht penetriert das Blatt ja. Das heißt, zumindest grüne Wellenlängenbereiche werden von unten gut aufgenommen, beziehungsweise dann auch in die mittleren Layer durchgereicht. Und natürlich ist wenn man jetzt ein Blatt nur von unten beleuchten würde, wäre die Photosyntheserate nicht so hoch, wie wenn das von oben beleuchtet wird. Aber sie ist da und dadurch, dass sich das Blatt eben neigt und sich den Winkel anpasst, kann man sagen, dass es trotzdem eine relativ effiziente Photosynthese ist. Okay, also wer zu Hause auch Under Canopy verwendet und bemerkt, okay, meine Blätter schauen jetzt nach unten, dann ist es vielleicht nicht überwässert oder unterwässert, genau, sondern das gehört so. Ja, die Pflanze verändert einfach ihre Blätter. Ich würde es komisch finden, wenn es nicht so wäre, ja. Weil die Pflanze reagiert ja auch auf Umwelteinflüsse und versucht, das Optimale daraus zu machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit den Ergebnissen. Wir haben jetzt mal das Erntegewicht pro Pflanze im Quadratmeter. Genau, wir sind ja hier gerade im mittleren ppf-Bereich, also 900 ppfd oder 900 Mikromol Toplight quasi. Und was ja auch immer relevant ist im Kontext von Under Canopy Lighting, ist ja, dass man den Gradienten der Blütendichte, also wie fest sind meine Blüten, dass man
die landläufige Meinung ist, dass man dadurch im unteren Bereich eben auch festere Blüten bekommt, also keine C- und D-Buds mehr im unteren Bereich, sondern wirklich Buds, die auch für den Verkauf geeignet wären potenziell, und das Gleiche dann eben auch auf die Konzentrationen, was die sekundären Inhaltsstoffe angeht, also Cannabinoide, Terpene, andere Vox, aber darauf werden wir uns vielleicht in einem anderen Video dann fokussieren, aber das ist im Endeffekt das gleiche Prinzip, und okay, das habe ich mir da auch angeschaut, und zwar habe ich die Schüttdichte der normalen Blüten, also keine Top-Buds von den Seitentrieben im unteren Bereich, sondern Branch-Buds habe ich es quasi genannt, also keine endständigen Blüten, sondern quasi wirklich Blüten an den Seitentrieben, und habe da die Schüttdichte bestimmt. Das habe ich so gemacht, dass ich quasi ein definiertes Volumen genommen habe, in meinem Fall war es eben 1 Liter, und habe dann diese Blüten aus dem unteren Bereich jeweils lose, ohne zu pressen, in diesen Behälter geschüttet und dann gewogen letztendlich. Und dann habe ich am Ende einen Gramm pro Liter Wert quasi rausbekommen. Und das war dann quasi meine Schüttdichte, die ich bestimmt habe. Kann man so machen. Ich habe es tatsächlich auch mit der Literatur so ein bisschen abgeglichen, weil man könnte das ja dann auch noch in Gramm pro Kubikzentimeter umrechnen. Ich habe es jetzt in Gramm pro Liter gelassen in meiner Abbildung, weil ich es ein bisschen greifbarer finde als Gramm pro Kubikzentimeter oder Milligramm pro Kubikzentimeter. Aber da waren die Werte auf jeden Fall gut einordnbar, so dass ich sagen möchte, dass das, glaube ich, eine ziemlich valide Form der Quantifizierung der Blütendichte im unteren Bereich dargestellt hat. Und da hat man insbesondere bei 900 Mikromol Toplight doch sehr große Effekte auf die Blütendichte. Da kann ich sagen, dass wir in der Referenzgruppe, also 900 Top Only, lagen wir bei 33 Gramm pro Liter Schüttdichte der Blüten. Und in dem Treatment, was den größten Ertrag gebracht hat, also 85,15 Early, lagen wir bei 45,8 Gramm pro Liter. Also die Blütendichte konnte da deutlich gesteigert werden. Aber was ich auch dazu sagen muss, der größte Effekt auf die Blütendichte war eben nicht in dem Treatment, was den größten Ertrag gebracht hat, sondern in derselben Lichtverteilung, aber da haben wir das Under Canopy Light spät dazu gegeben. Und da lag die Schüttdichte dann bei 55,5 Gramm pro Liter. Ist schon ein extremer Unterschied. Also es ist auch so ein bisschen eine Frage des Fokus. Was ist eigentlich mein Ziel? Was möchte ich? Möchte ich meinen Ertrag maximieren? Möchte ich die maximale Dichte im unteren Bereich haben, was die Blüten angeht? Da muss man sich dann auch so ein bisschen selber überlegen, was der Fokus ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, bei einer Schüttdichte von 45,8 Gramm pro Liter liegen wir auf jeden Fall im B-Bud-Bereich. Also im unteren B-Bud-Bereich, aber es ist auf jeden Fall verkaufbares Blütenmaterial und nichts, was unbedingt in die Extraktion oder in die Haschherstellung gehen müsste. Okay. Aber es gibt da eben noch Steigerungspotenzial, wenn man das Licht spät dazu gibt. Aber wenn ich jetzt da noch mal kurz zurückgehen darf, 85,15 spät habe ich hier die höchste Blütendichte oder die höchste Schüttdichte im unteren Bereich. Aber mein Ertrag liegt da eben knapp unterhalb der Kontrollgruppe. Ja, knapp unterhalb der Kontrollgruppe. Also die Kontrollgruppe lag ertragstechnisch bei 214 Gramm pro Pflanze und bei maximaler Blütendichte lag der Ertrag dann eben nur noch bei 203 Gramm pro Pflanze. Ich meine, das wird sich verschmerzen lassen, aber es ist, wie gesagt, ein Fokusding. Wenn ich Ertrag maximieren möchte, sollte ich trotzdem bei den 85,15 früh bleiben. Okay, ist vielleicht dann auch sortenabhängig oder wie kann ich quasi mein Ziel definieren in meiner, ich sage jetzt, kommerziellen Anlage? Weißt du, was ich meine? Das ist ja, Under Canopy kann ja auch sehr sortenabhängig sein. Ich habe große Sorten, die sich eher stretchen. Da macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich Fokus drauf lege, aus C-Blüten B-Blüten zu machen, oder wie könnte man da so vorgehen? Naja, also ich würd immer sagen, also wenn ich jetzt anspruchsvolle Kundschaft habe und die nimmt mir eben einen Ticken fluffigere Buds nicht so gern ab, dann muss ich mich eben darauf fokussieren,
den unteren Bereich so fest wie möglich hinzubekommen. Dann habe ich ja auch einen größeren Umsatz dann später, weil wenn ich meinen Ertrag maximiere und dann mit den zwar festeren Blüten im unteren Bereich nicht viel anfangen kann, weil mir die keiner abkauft, dann würde ich wahrscheinlich auf die späte Variante gehen. Aber wie gesagt, diese 45,8 Gramm pro Liter bei 85,15 Early, die sind auf jeden Fall verkaufbar. Das ist wirklich also ich persönlich würde immer auf den maximalen Ertrag gehen. Also wenn ich jetzt meine Schüttdichte verringert hätte dadurch im Vergleich zur Kontrolle, würde ich sagen, ja nee, meine nicht. Aber ich würde immer auf den maximalen Ertrag gehen. Und was man ja auch dazu sagen muss, man kann ja auch mit Trocknung tatsächlich noch viel machen. Also wenn man wie fest die Blüten nach der Trocknung sind, hängt ja stark vom Schrumpfungsverhalten dann auch während der Trocknung ab. Und wenn ich eben zu schnell, zu viel trockne, dann schrumpft meine Blüte nicht so schön zusammen, wie wenn ich ganz langsam über die Zeit trockne mit einem extrem niedrigen VPD. Da kann man nämlich auch aus Ziehbuds, wenn man es nur richtig macht, richtig feste Blüten haben, weil sich das ganz langsam dann zusammenzieht. Okay. Und wenn ich mein Wasser eben zu schnell rausziehe aus den Blüten, dann hört die Blüte irgendwann einfach auf zu schrumpfen und trocknet einfach nur noch aus. Okay. Da kann man schon auch über die Trocknungskinetik noch ein bisschen was regeln, aber ich persönlich würde immer auf den maximalen Ertrag gehen, solange meine Baddichte nicht verringert wird im Vergleich zur Kontrolle. Okay. Aber ja, wie gesagt, es ist wirklich ein Fokus-Thema. Okay. Was ich dann eben auch noch mir angeschaut habe, weil es für mich interessant war, zu wissen, ob jetzt durch die gesteigerte oder durch die potenziell gesteigerte Strahlungsnutzungseffizienz durch Under-Canopy Lighting, ob da dann nur die Pflanze quasi größer wird und mit der größeren Pflanze oder mit der mehr Masse ausbildenden Pflanze dann einfach der Ertrag auch wächst oder ob sich tatsächlich auch was in der Partitionierung ändert. Und da habe ich dann eben noch den Harvest Index bestimmt. Der Harvest Index heißt letztendlich oder gibt das Verhältnis von Blüte zur Ganzpflanze wieder, also anders gesprochen einfach der Anteil an Blüten an der Gesamtpflanze. Okay. Was dabei wichtig ist, ist eben, dass man das mit der Trockenmasse, also mit der absoluten Trockenmasse macht, weil nämlich die Restfeuchte im Blatt und im Stängel kann natürlich eine komplett andere sein als in der Blüte nach dem Lufttrocknen. Deswegen trocknen wir oder muss man eben für den Harvest Index auf 0% Restfeuchte runtertrocknen, beides, Stängel, Blätter, Blüten, und dann kann man eben Blüten und Ganzpflanze ins Verhältnis setzen und da dann die Anteile der Blüten an der Pflanze bestimmen. Okay. Und was wir in dem Fall tatsächlich festgestellt, also wir hatten in der Kontrolle einen Harvest-Index von 0,59, also das entspricht, also wir haben in der Kontrolle quasi einen Anteil an Blüten an der Ganzpflanze von 59% quasi gehabt. Der Harvest-Index selber ist dimensionslos, weil wenn ich Gramm pro Gramm habe, dann kann ich meinen Gramm rauskürzen, dann habe ich keine Einheit mehr, aber man kann das auch prozentual das sind einfach eigentlich Prozentwerte, aber eigentlich ist es nicht ein dimensionsloser Parameter. Und in dem Treatment, in dem wir eben die größte Ertragssteigerung verbucht haben, hat sich tatsächlich auch der Harvest-Index verändert. Also da lagen wir dann, was den Anteil der Blüten an der Ganzpflanze angeht, bei 61%. Also wir hatten dort größere Pflanzen oder mehr Masse ausbildende Pflanzen plus eine andere Partitionierung. Also die Pflanze hat mehr Energie in die Blütenbildung gesteckt als in der Kontrolle quasi. Und bei den anderen Treatments, also wir hatten ja dann noch 70-30 Early, 85-15 Late und 70-30 Late, da habe ich keine Veränderungen der Partitionierung festgestellt und im Fall von 70-30 Late sogar eine Verringerung des Blütenanteils an der Ganzpflanze. Das heißt, da war die Auswirkung auf die Blütenpartitionierung sogar negativ. Okay. Wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, oder bei uns, wir haben recht wenig defoliert, wenn ich jetzt an so klassisch amerikanischen Anbaustil denke, 21. Tag defolieren, dann vielleicht sogar nochmal 35. Tag oder 45. Tag, das würde mir ja meinen Harvest-Index verbessern, oder?
naja, aber wenn ich jetzt in dem Kontext einen Versuch machen würde, dann würde ich ja meine Kontrollgruppe genauso behandeln. Das heißt, ich kann das dann wieder vergleichend quasi gegenüberstellen. Natürlich kann ich keinen Harvest-Index vergleichen aus einer Anlage, die komplett alle Blätter abmachen im Vergleich zu uns. Dann ist das irgendwie so ein bisschen semi-gut. Das vielleicht nicht 60%, sondern bei 70 Kann sein, ja. Okay. Genau, weil die Blätter machen tatsächlich mehr aus, als man denkt. Ich war immer drauf aus, dass ich es schön vergleichen kann, alles möglichst wenige Blätter auch bei der Trocknung zu verlieren und sowas, und habe hier einen kleinen Fitzel aufgesammelt. Also, genau. Aber ja, so Quervergleiche zwischen unterschiedlichen Anbausystemen oder Anlagen ist, was das angeht, schwer. Man sollte das dann immer geschlossen halten. Okay. Solche Vergleiche. Ja. Okay. Machen wir weiter, oder? Gibt noch ein paar? Genau. Jetzt weiß ich nicht, also da habe ich jetzt keine Zahlen, da wollte ich mir, die sahen jetzt in der Grafik auch nicht so schön aus, da wollte ich mir tatsächlich ein bisschen anschauen, weil es heißt ja, wenn man Under Canopy dazu gibt, oder liest man oft, hört man oft, dass dann eben die Anteil der Blüten im oberen Bereich, auch die Top-Buds im oberen Bereich, dass die dann eben weniger werden und dass ich meine Ertragszuwächse, wenn überhaupt, im unteren Bereich beziehungsweise im Bereich der normalen Seitentriebblüten eben der unteren Hälfte da Ertragszuwächse habe. Und am Ende kann man sagen, ja, es gab einen kleinen Einfluss, insbesondere auf den Mainbud. Wenn ich jetzt beispielsweise die Kontrollgruppe, und wenn ich von Mainbud rede, dann rede ich nicht von der Main Cola, sondern wirklich von der endständigen Blüte des Seitentriebs. Also wirklich... Also alles, wo ich keinen genau. kann. Genau. Das ist nicht der ganze Cluster, sondern wirklich die endständige Blüte. Und in der Kontrolle hat die beispielsweise circa 3% ausgemacht, ich glaube 3,3 waren es. Und in der Variante, wo wir die höchste Ertragssteigerung hatten, lag man da, glaube ich, noch bei 1,8%. Das kann man in der Grafik hier auch schön raussehen, aber man kann es zumindest einschätzen einigermaßen. Aber es war auf jeden Fall nicht so, dass die Ertragssteigerung ausschließlich im unteren Bereich stattgefunden hat. Also wir sind hier beim Anteil der normalen Seitentriebknospen in der Kontrolle, lag der Anteil ungefähr bei 60%, und bei 85-15 Early, also quasi dem Gewinner der Treatments in der Gruppe, lagen wir da ungefähr bei 63%. Was aber bei weitem nicht die Ertragssteigerung ausmacht, die wir flächentechnisch pro Quadratmeter hatten, jetzt von der einen zum anderen Treatment. Das heißt, wir haben im oberen Bereich auch Ertragssteigerungen gehabt. Die Anteile sind da nämlich relativ ähnlich geblieben zur Kontrolle. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen wir hatten ja so circa 20 Gramm pro Pflanze mehr, und das kam eben nicht nur zustande durch mehr Blüten, dichtere Blüten im unteren Bereich, sondern wirklich entlang der Pflanze. Was man aber eben sagen muss, ist, dass der Mainbud wirklich, der ist merklich kleiner geworden. Okay. Ein Mainbud, aber endständige Blüte. Das muss man immer dazu sagen. Ja. Viele reden vom Mainbud immer von der Cola, ich habe es von der Pflanzenseite mir angeschaut. Okay. Und pflanzenseitig ist es eben einfach nur die endständige Blüte. Genau. Und was man aber sagen kann, ist eben dadurch, dass die Dichte bei 85-15 Late so stark zugenommen hat, hat sich da die Partitionierung in dem Treatment, wo wir die höchste Dichte hatten, eben schon stark verschoben in den unteren Bereich der Blüten tatsächlich. Das kann man hier auch schön sehen in der Grafik, da liegen wir bei ca. 67% Anteil an normalen Blüten in der unteren Hälfte, und dann im Vergleich zur Kontrolle 60% ist dann schon ein deutlicher Anstieg, aber sie waren natürlich auch deutlich dichter. Ich meine, mit 55 Gramm pro Liter kann man sich eigentlich nicht beklagen. Ist mir dann eigentlich relativ egal, wo meine Blüten herkommen, um ehrlich zu sein. Hast du dazu einen Vergleich, wenn ich das mit A-Buds mache? Ich habe also B-Buds, da liegen wir, die gehen so circa ab 43 Gramm pro Liter tatsächlich los. Okay. Das habe ich tatsächlich recherchiert, und deswegen
würde ich sagen, sind wir dann nicht im ABAT-Bereich, aber so in der Übergangsphase dann vielleicht von B zu ABAT. Also in dem Treatment, wo wir die höchste Dichte erreicht haben quasi. Und eben beim Ertragssieger liegt man da im soliden B-BAT-Bereich. Also in der unteren Hälfte, in der Partition. Genau. Genau, das wären jetzt soweit die Ergebnisse, die ich heute vorstellen wollte, die ich generell heute vorstellen wollte, aber mit der Gruppe mittlerer Tisch-PPF-Wert sind wir jetzt eben durch. Und dann würde ich jetzt, was die Lichtverteilungsgruppe angeht, und jetzt kommt quasi dasselbe nochmal, Lichtverteilung, aber eben mit einem höheren Tisch-PPF-Wert beziehungsweise mit einer höheren Lichtintensität als Top-Light dann dementsprechend, also diese 1160, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Und das Gute ist, das möchte ich gleich vorwegnehmen, also wir haben sehr konsistente Ergebnisse erzielt. Das hätte ich tatsächlich nicht unbedingt so erwartet, weil oft ist es ja so, dass unter anderen Gegebenheiten dann die Pflanze auch anders reagiert, wenn ich hier oben Licht wegnehme und unten das dazugebe. Aber wir haben tatsächlich, was das Pattern angeht, was das Muster angeht, der Ergebnisse, haben wir eigentlich dasselbe Muster erzielt, auch bei hoher Lichtintensität, wenn ich da die Lichtverteilung ändere. Das heißt, wir hatten wieder den höchsten Ertrag bei 85% von oben und 15% von unten. Wenn ich das mit der Kontrolle vergleiche, die bei 230 Gramm pro Pflanze lag und 1379 Gramm pro Quadratmeter, lagen wir eben bei 85,15 Early, bei 267 Gramm pro Pflanze und 1603 Gramm pro Quadratmeter. Was man dazu sagen muss, das Muster ist dasselbe, aber tatsächlich die Ertragssteigerung prozentual war bei der hohen Lichtintensität im Vergleich zur Kontrolle nochmal mehr als bei der mittleren Lichtintensität von unten. Was ja auch tatsächlich Sinn macht, weil wenn ich nämlich schon von oben eine relativ hohe Top-Light-Intensität habe, da verschwende ich ziemlich viel Licht, weil es kann ja auch sein, in Abhängigkeit von der Genetik kann man bei 1160 Mikromol auch schon mal gesättigt sein. Also mein CO2 ist dann limitierend quasi für diese Blätter im oberen Layer. Dementsprechend können die womöglich schon gar nichts mehr anfangen mit der Lichtintensität. Ist aber stark abhängig von der Genetik, aber ich nehme an, im Fall von der Seriotica war es so. Und dann ist es eben so, wenn ich dann oben was wegnehme, die Pflanze oben entspanne, sodass die quasi an ihrem Maximum der Photosynthese bleibt, wenn ich nur 15% oben wegnehme und es eben nicht zu viel ist, sodass ich womöglich schon in der Photoinhibition bin oder sowas. Also quasi, wo meine Photosynthese, mein Light Response Curve schon wieder ein bisschen abnimmt, weil ich eben zu viel Licht drauf gebe und meine CO2-Konzentration limitierend ist. Dann entspanne ich die oben und gebe es unten dazu, mache da mehr produktiv und habe dann eben womöglich sogar noch einen größeren Gewinn, was die Strahlungsnutzungseffizienz angeht, im Vergleich, wenn ich das eben bei 900 Mikromol mache, weil da bin ich auf keinen Fall schon in der Sättigung im oberen Bereich. Genau. Und deswegen, also wie gesagt, vom Muster her war es dasselbe. Wir hatten wieder 85,15 Early, war wieder der Gewinner und 70,30 Late mit 1233 Gramm pro Quadratmeter und 205 Gramm pro Pflanze war eben wieder das schlechteste Treatment. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es wirklich wichtig ist, wenn man mit Undercanopy arbeitet, dass man das tatsächlich auch richtig einsetzt. Weil es gibt ja auch öfter mal Stimmen oder Kommentare, wenn man so liest, ja, die haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit Undercanopy Light. Aber das kann tatsächlich auch am Handling gelegen haben und muss nicht zwangsweise mit dem Undercanopy Light zu tun haben. Also es ist wirklich wichtig, dass man das richtig einsetzt. Deswegen haben wir auch den Versuch gemacht. Und das Gleiche, ich habe das jetzt einfach gleich gehalten, damit man das wirklich auch schön greifen kann. Und ich habe da jetzt wieder dieselben Parameter. Jetzt würde ich weitermachen mit der Flower Density, also wieder mit der Schüttdichte. Und da kann man sagen, eben im oberen, wenn man eine hohe Top-Light-Intensität schon hat, also 1160, dann ist die Auswirkung auf die Blütendichte nicht mehr so enorm,
wie wenn ich das Ganze bei 900 Mikromol Toplight mache und da dann dementsprechend was wegnehmen, oben und unten dazugebe. Was ich sagen kann ist, also in der Kontrollgruppe lagen wir da auch bei 45 Gramm pro Liter, was ein relativ hoher Wert ist. Also wir hatten da nicht diese 33 oder sowas im unteren Bereich wie bei 900 Mikromol Toplight. Und in der Gewinnervariante lag man bei 48 Gramm pro Liter, was jetzt keine megamäßige Steigerung ist. Ja. Und alle anderen Varianten, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, die 8515 Late, die vorhin eben die dichtesten Blüten im unteren Bereich geliefert hat, die hat jetzt bei einer hohen Toplight-Intensität, eigentlich war das auf demselben Niveau wie die Kontrolle, also auch bei 45,7. Aber da würde ich jetzt gar nicht so sehr in die Erklärung einsteigen wollen, das muss ich mir selber nochmal ergründen, warum das denn so war. Aber ja, was auf jeden Fall so Takeaway-Message-mäßig mitgenommen werden sollte, der Effekt auf die Blütendichte mit Under Canopy, zumindest wenn man einfach nur die Lichtverteilung ändert, ist bei geringeren Lichtintensitäten deutlich größer. Okay. Und der Ernteindex, der war jetzt aber wieder wie erwartet oder beziehungsweise ähnlich auch vom Muster her wie bei den mittleren PPF-D oder PPF-Werten, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wir hatten den Ernteindex in der Kontrollgruppe, der lag wieder bei 57, also 0,57, also 57% der Ganzpflanze waren Blüten. Und bei 85, 15 Early lagen wir bei 62% Anteil Blüten. Was wirklich, und das stimmt mich tatsächlich positiv, weil zum Beispiel auch in der Züchtung, bei der Selektion, ist der Harvest Index ein wichtiges Selektionskriterium. Also ich hätte gern den größtmöglichen Anteil an Erntematerial, egal was es für eine Kultur ist, ob es jetzt Cannabis ist oder auch andere Kulturen. Ich möchte den höchstmöglichen Anteil an meinem Erntegut, von meinem Erntegut an der Ganzpflanze haben. Und wenn ich das durch Kulturmaßnahmen beeinflussen kann, dann ist es auf jeden Fall ein mega Ergebnis. Weil es hätte auch, hätte genauso gut auch sein können, dass einfach nur die Pflanze mehr wächst, aber dementsprechend dann halt auch mehr Ertrag hat, aber meine Verhältnisse, was die Partitionierung angeht, sich nicht ändern. Und was mir das jetzt eben sagt, gerade bei diesen Treatments, wo wir eben die maximale Ertragssteigerung haben, bin ich guter Dinge, dass wir den Anteil der Blüten an der Ganzpflanze auch noch weiter steigern können durch geeignete Maßnahmen, wie man das Licht quasi besser verteilen kann im Bestand. Da haben wir auch schon ein bisschen überlegt, ich weiß nicht, ob wir da noch einen Ausblick heute machen, aber ich glaube tatsächlich, da geht noch mehr. Okay. Wenn ich da jetzt gar keine Auswirkung gesehen hätte, dann wäre es einfach nur gewesen, weil mit der Pflanzengröße oder mit der Pflanzenmasse korreliert mein Ertrag immer positiv in der Regel. Aber wenn ich tatsächlich meine Partitionierung ändern kann und wo die Pflanze Energie hingibt, in welche Fraktion, das ist vielversprechend, muss ich sagen. Ja. Genau, und wie auch vorher war wieder 70-30 Late. Hatte wieder war innerhalb der Under Canopy Treatments das schlechteste, war aber auf dem Niveau der Kontrolle mit 57%. Okay, also zusammengefasst kann man sagen, wenn ich wirklich die Strahlungsnutzungseffizienz optimieren möchte, das heißt, ich nehme oben Licht weg und verlagere sozusagen das Licht nach unten, dann wäre mal laut heutigem Wissensstand ganz klar die Empfehlung, da um die 15% Licht dazu zu geben und nicht eben die 30%. Das haben wir gesehen und diese 50% eigentlich schon in der vegetativen Phase dazu zu geben. Genau. Wie hat es denn ausgeschaut, aber wenn wir, ich sage mal, jetzt auf Deutsch gesagt, auf die Strahlungsnutzungseffizienz geschissen haben und einfach nur mehr Licht reingeballert hat, das kam dann raus. Also sprich, oben haben wir alles auf 900 Mikromol gelassen und nur unten noch hinzugefügt. Genau, da hat sich tatsächlich das Ergebnis gedreht. Also wir hatten ja da lediglich 30%, was wir dazugegeben haben, weil wir nicht mehr Tische hatten. Aber das Ganze eben auch früh und spät gemacht. Und wenn wir das Ganze früh gemacht haben, dann haben wir im Vergleich zur Kontrolle, wo wir einen Einzelpflanzenertrag, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist ja im Endeffekt dieselbe Kontrolle wie die ich schon mal gesagt hatte. Bei 900 Mikromol, da lagen wir bei 214,5 Gramm pro Pflanze
wenn ich die 30% früh dazugebe, hatten wir schon auch eine Ertragssteigerung, so ist es nicht. Da lagen wir dann bei 239 Gramm pro Pflanze, was ja auch schon mal nicht wenig ist, aber wir wären auf jeden Fall ineffizienter geworden. Also das Verhältnis von Lichtmengenzugabe, sage ich jetzt mal, und Ertragssteigerung war da eher als negativ zu bewerten, weil wir nicht so viel Ertrag gewonnen haben, wie wir Licht dazugegeben haben, beziehungsweise Strom mehr verbraucht haben. Ja. Aber wenn wir die 30% eben spät dazugegeben haben, also Mitte zweite Vegiwoche, an Blütetag 13 war es ja, hatte ich ja vorhin gesagt, da lagen wir bei einem Einzelpflanzenertrag von 286 Gramm und das entspricht einem Flächenertrag von 1717 Gramm pro Quadratmeter, was echt enorm ist. Wenn man sich das vorstellt, der ganze Tisch 3,4 Kilo, oder? Genau. Auf 2 Quadratmeter. Das ist schon ganz schön, nett, oder? Da muss man echt sagen, also da sind wir wirklich, also wir haben ja 30% Licht dazugegeben und haben ca. 32% an Ertrag gewonnen. Das heißt, wir haben wirklich, ja, wir sind nicht ineffizienter geworden, wir haben wirklich das gehalten, was wir an Licht dazugegeben haben, beziehungsweise an höheren Stromkosten hatten. Also das finde ich mega spannend, oder? Weil im Prinzip kann man sagen, okay, wenn ich jetzt ein 900 Mikromol Setup habe, habe ich meinen Ertrag. Jetzt kann ich entscheiden, entweder gebe ich von oben 30% mehr Licht dazu, dann sind wir bei diesen 1200 Mikromol roundabout und das bringt mir eigentlich nur 8%, Achim, oder? 8% mehr Ertrag. Wenn ich aber dieselbe Steigerung vornehme, dass ich oben bei 900 bleibe und unten das Licht hinzufüge, dann steigere ich mit derselben Energie. Und das ist, glaube ich, der Punkt und vor allem für einen professionellen Züchter der Punkt. Dann steigere ich mit derselben Energie den Einsatz um 32%. Ja. Genau. Und ich habe keine anderen Probleme. Ich muss mich nicht um Bleaching, CO2 oder was auch immer kümmern, sondern gebe einfach von unten Licht und erledigt. Ja. Ne? Definitiv sehr, sehr spannend. Achim, wie hat es denn ausgeschaut, eben wenn wir uns jetzt Volumendichte und so weiter oder Wattvolumen und so angeschaut haben bei dem Versuch? Also wir hatten natürlich wieder, wie ich schon vorhin gesagt hatte, die 33 Gramm pro Liter bei der Kontrollgruppe bei 900 Mikromol von oben. Aber die restlichen Treatments waren eigentlich alle auf derselben Ebene, also wie soll ich sagen, auf demselben Level. Also die Top-Light-Kontrolle, die ich da noch eingebaut habe, also die 1160 von oben, das entspricht ca. 28% Steigerung, nicht 30, aber es kommt nah dran, deswegen habe ich die in der Grafik hier mit aufgenommen. Da liegen wir bei 45,3 Gramm pro Liter, aber mit unseren Under Canopy Treatments war die Blütendichte im unteren Bereich eben auf demselben Level, auch bei 46, 45 Gramm pro Liter. Das heißt, da kann man gar nicht mehr mit so großen Steigerungen erwarten, rechnen, was die Blütendichte angeht. Aber man ist zumindest auf demselben Level, wie wenn ich das Top-Light steigere. Aber was Martin eben gerade schon gesagt hat, wenn man das Ganze auf den Ertrag sich anschaut, da erreiche ich eben bei einer Top-Light-Steigerung um 28% lediglich einen Ertragszuwachs von ca. 8%. Und wenn ich 30% von unten dazugebe, habe ich eben eine Ertragssteigerung von 32%, was echt mega ist. Und ich habe keinerlei Nachteile, was meine Blütendichte angeht, also im Vergleich zur Kontrolle mit hoher Top-Light-Intensität. Ja. Und wir sind immer noch, oder, im oberen B-Bereich, oder, wenn wir uns das anschauen, oder? Kann man so sagen. Solide B-Bats sind das. Also das ist nichts, was man echt wegschmeißt, oder nicht wegschmeißen, aber halt extrahieren muss oder verhaschen muss oder was auch immer. Genau. Und das Gleiche habe ich auch wieder, und das ist eben das, was mich so positiv stimmt tatsächlich, dass es eben wirklich Verschiebungen in der Partitionierung gab. Das macht das Ganze für mich echt vielversprechend. Also wir hatten einen Harvest-Index von 59% oder 0,59 bei der Kontrolle. Bei Top-Light Steigerung um 28% auf 1160 ist mein Blütenanteil sogar minimal gesunken auf 57%.
Und wenn ich jetzt aber unseren Ertragsgewinner mir anschaue, also 100 plus 30 und das Ganze spät, lagen wir eben bei 64% Blütenanteil, was echt enorm ist, muss ich sagen. Ja. Und das ist auch nichts, wo jetzt irgendwie zufällig passiert ist. Ich habe das Ganze ja nicht nur einmal gemacht, also mein Unterbereich besteht ja nicht nur aus 1 Liter, sondern ich habe das pro Pflanze, die ich geerntet habe, mindestens 3 oder 4 Mal gemacht. Und ich habe ja mehrere Pflanzen hergenommen für das Ganze. Das heißt, ich habe das 12 Mal bestimmt, mindestens, diese Schüttdichte, habe dann Mittelwerte gebildet, habe Varianzen gebildet, wie man hier sehen kann. Die Standardabweichungen sind auch nicht sehr groß, beziehungsweise handelt es sich hier um den Standardfehler, nicht um die Standardabweichung. Aber ist egal. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie mehr Zufall war oder sowas. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach kann man da, wenn man das Licht noch besser von unten, also wenn man Licht von unten gibt und es schafft, das Ganze noch besser zu verteilen und dabei möglichst wenige Blätter wegzunehmen. Also im Endeffekt muss das Ziel sein, für die Zukunft so wenig wie möglich Blätter wegzunehmen, damit ich meine photosynthetisch aktive Blattfläche so hoch habe wie möglich, um eben die maximale Photosynthese zu haben, aber eben so viel wie nötig, dass man das Licht gut verteilt bekommt im Bestand. Und da wäre beispielsweise ein Ansatz, einfach mal alle Haupttriebblätter abzumachen, weil die sind die größten Behinderer, was meine Lichtverteilung angeht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall noch was geht. Andere Möglichkeit wäre beispielsweise Stellmuster ändern. Wir haben ja hier einen Reihen angebaut. Man kann das Ganze aber auch äquidistant machen, also gleicher Abstand zu den Töpfen, also quasi im Dreiecksverbund. So habe ich ja im Endeffekt, wenn ich das in Reihen mache, so wie wir es jetzt gemacht haben, habe ich in der Reihe im Endeffekt einen kleineren Abstand von Pflanze zu Pflanze als zwischen den Reihen. Und das kann ich dann eben durch so einen Dreiecksverbund gleich halten und das steigert in der Regel auch die Lichtpenetration sowohl von oben als auch von unten. Okay. Und da kann man für die Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen was ausprobieren, um das Ganze noch weiter zu verbessern. Cool. Aber ja, wie gesagt, also die Erträge 1,7 Kilo auf den Quadratmeter, das ist schon, dem träumen, glaube ich, viele. Und haben wir auch noch nie geschafft, oder? Ja, ich muss sagen, ich habe mich dieses Mal, ich hatte auch die Freigabe von Martin und Benny, da mich ein bisschen auszutoben, was meine Klimasteuerung und sowas angeht. Da habe ich dieses Mal auch so Semi-Crop-Steering-mäßiges ausprobiert. Auch, wir sind ja auf Erde unterwegs, aber da würde ich jetzt einfach mal auf den Blog verweisen. Ja. Da kommt dann auch meine VPD, also wie ich gefahren bin über die Zeit, was VPD, Luftfeuchtigkeit, Temperatur angeht, aber auch mein Vorgehen, was das Gießen und das Rücktrocknen angeht, das wird alles im Blog erscheinen. Und das alles wurde unter Standard-CO2-Werten durchgeführt. Genau, wir sind knapp oberhalb der atmosphärischen CO2-Konzentration, die liegt ungefähr bei 420 ppm und wir sind bei uns im Labor bei 480 ppm unterwegs, also wirklich nur knapp oberhalb der atmosphärischen Konzentration. Gut, Achim hat uns jetzt extrem viel Infos gegeben. Kannst du uns das Ganze, den Versuch, die Ergebnisse nochmal kurz und knapp zusammenfassen? Okay, also auch für alle, die sich vielleicht nicht das ganze Video geben möchten, Pass gemacht einen Schnitt rein. Ich sage, das ist jetzt wirklich hart Deep Talk gewesen, sehr, sehr spannend, mega interessant, auch für mich, aber vielleicht zu harter Tobak für den einen oder anderen, darum hier die Zusammenfassung. Wir konnten im Prinzip beweisen, dass durch die andere Lichtverteilung zwischen Toplight und Under Canopy Light die Strahlungsnutzungseffizienz deutlich verbessert werden kann. Es kann mit mehr Ertrag und mit dichteren Blüten gerechnet werden. Entscheidend dafür ist aber definitiv der richtige Einsatz. Das heißt, wenn ich nur die Strahlungsnutzungseffizienz bzw. die Lichtverteilung optimiere, dann macht es Sinn, nicht zu viel Licht von unten zu geben. Die goldene Regel, sage ich jetzt mal, Stand heute, wären so ca. 15% vom Toplicht. Ihr könnt euch das auch einfach von den Wattagen her rechnen, weil die Effizienzen der Leuchten sehr ähnlich sind. 15%, was ihr Toplicht habt, gebt ihr von unten rein, wenn ihr das oben wegnehmt.
Und da wäre definitiv die Empfehlung, das schon in der vegetativen Phase zu tun. Bitte nicht zu früh, weil sonst wächst die Pflanze in die falsche Richtung. Wenn wir aber einfach nur sagen, jawohl, ich habe ein bestehendes Setup und möchte dieses Setup optimieren und nehme in Kauf, dass ich nicht meine Effizienz steigere, sondern einfach nur meinen Ertrag steigere, in einem gewissen Verhältnis zu einem Mehreinsatz an Energie, dann würde es sich rechnen, doch auf die maximale Leistung der Sticks zu gehen, also circa diese 30% als Under Canopy zu geben vom Toplicht, das Toplicht gar nicht zu dimmen. Und dann wäre aber wichtig, nicht in der Veggie reinzugehen, sondern in der Blütephase reinzugehen, wenn eigentlich die ersten echten Blüten da sind. Dadurch konnte man also wirklich eine merkliche Steigerung erreichen und unglaubliche Quadratmetererträge bzw. Flächenerträge von größer als 1,7 Kilogramm. Was ich noch mega spannend finde, ist eben, wenn ich ein Setup habe mit 900 Mikromol und ich möchte upgraden, dann ist definitiv die Empfehlung, nicht oben abzugraden, sondern unten abzugraden. Das heißt, ich bekomme mit demselben mehr Energieaufwand deutlich mehr Ertrag, wenn ich das Licht von unten einbringe, wie zusätzlich von oben. Das ist, ich glaube, so die Quintessenz, sage ich mal. Eben, wenn ihr mehr wollt, wenn ihr Ertrag steigern wollt, konzentriert euch eher das Licht von unten dazu zu geben, vorausgesetzt natürlich, ihr seid mit akzeptablen ppfD-Werten von, ich sage mal, Minimum 900 Mikromol als Toplight unterwegs. Und dann sind Ertragssteigerungen von über 30% kalkulierbar. Eine Sache würde ich gerne noch sagen zum Thema oder zur Frage, die potenziell aufkommt, warum wir jetzt, wenn wir die 30% zusätzlich früh gegeben haben, warum wir da zwar eine Ertragssteigerung haben, aber eben nicht auf dem Niveau, wie wenn wir das Ganze spät gegeben haben. Und dazu würde ich gerne sagen, wir haben das ja dann schon, wir haben diese 30% ja dann eigentlich auch schon Mitte dritte Veggie-Woche zu den 520 Mikromol dazugegeben. Das heißt, wir lagen dann da in der Veggie schon zeitweise bei knapp 700 Mikromol. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die Pflanze doch stark dazu angeregt wurde, dass nicht nur primäre und sekundäre Seitentriebe gebildet wurden, sondern es wurden Seitentriebe an den Seitentrieben der Seitentriebe gebildet. Und das führt dann eben auch dazu, dass und dementsprechend auch Blätter an diesen Seitentrieben, wo ich gerade gesagt habe. Und das führt dann eben dazu, dass meine Lichtverteilung im Bestand deutlich verschlechtert wird. Und das heißt, wir konnten eine Steigerung der Bestandesphotosynthese erreichen, aber wir konnten keine optimale Lichtverteilung erreichen, weshalb dann eben die Variante mit 30% spät dazugeben, die eben nicht so eine starke Verblätterung im mittleren und unteren Bereich durch diese ganzen Seitentriebe, von denen ich gerade erzählt habe, aufgewiesen hat, die konnte dann wohl besser umgehen mit der zusätzlichen Lichtintensität von unten, beziehungsweise konnte das Licht da drin besser verteilt werden, was dann zu einer größeren Strahlungsnutzungseffizienz im Vergleich zum 100 plus 30 Früh-Treatment geführt hat. Aber es war immer noch mehr als die Kontrolle, das muss man auch dazu sagen. Gut, zu guter Letzt, Martin, für wen ist jetzt Under Canopy was? Und vor allem, wie unterscheidet es sich für Homegrower oder für kommerzielle Anwender oder CSCs? Gut, ich sage mal, im Homegrow ist es ein sehr nettes Spielzeug, mehr Ertrag zu generieren, weniger D- oder C-Bats zu generieren, also die Qualität im unteren Bereich steigern. Das konnte sozusagen wirklich bewiesen werden, dass ich da eigentlich bis zu 2 Qualitätsstufen besser werde. Muss mich aber auch fragen, ob das im Homegrow am Ende des Tages Sinn macht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sage mal, im Homegrow ist es ein nettes Spielzeug. Und ja, wenn ich ein Flächenlimit gesetzt habe und ich möchte mehr ernten, dann ist das definitiv eine Überlegung wert, mit Under Canopy zu spielen, und ich werde das sozusagen auch paid back bekommen. Im professionellen Bereich, im kommerziellen Anbau, sieht die Welt nochmal ganz anders aus, muss ich sagen. Da ist die Sinnhaftigkeit des Under Canopy meiner Meinung nach nochmal massiv größer, weil wenn ich ein Bestandssetup habe,
und da einfach nochmal mit einfachen Maßnahmen, sage ich mal, von unten mehr Licht reingeben kann und dadurch eine Ertragssteigerung von über 30% generiere, dann kann ich mir vielleicht den Bau des nächsten Blüteraums komplett sparen. Also sagen wir mal, wir hätten jetzt 3 Blüteräume, ich bin am Limit, ich könnte mehr Cannabis verkaufen, wie aus den Blütenräumen rauskommt. Dann bin ich als professioneller Produzent, stehe ich vor der Entscheidung, ja, was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich einen 4. Blüteraum bauen, das heißt, ich muss nochmal in Klima investieren, ich muss in das ganze Ding rundherum investieren, ich brauche den Platz dazu. Wenn ich 3-mal in meinen 3 bestehenden Blüteräume aber jetzt einmal theoretisch das Under Canopy reingebe und richtig einsetze, dann kann ich mir den ganzen 4. Raum da sparen, was ich schon sehr, ich würde mal sagen, revolutionär finde. Also das spart am Ende des Tages den Züchter oder den Produzenten massiv Geld und ermöglicht einfache Expandierung des Business Cases ohne zusätzliche Flächen. Und man spart sich deutlich an Arbeitskraft, was das Lollipopping beispielsweise angeht. Wenn man nicht mehr so weit hoch lollipoppen muss beispielsweise, Arbeit ist auch Geld, würde ich mal sagen. Definitiv auch, das ist ja Feedback, was wir auch aus dem amerikanischen Markt immer wieder hören, ist, dass eigentlich eben diese Einsparung an der Arbeitskraft sozusagen auch sehr, sehr interessant ist, weil einfach weniger gelollipoppt werden muss. Gut, ich glaube, ich habe alle meine Fragen beantwortet bekommen. Vielen Dank, war sehr spannend. Wie gesagt, der Blog folgt, wo es nochmal detaillierter drauf eingegangen wird, wo ihr auch die ganzen Düngerschemata, wo ihr das Crop Steering Light quasi auch rausnehmen könnt. Und ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.